Hallo, der unbestimmte Artikel im Singular und im Plural bereitet bestimmt vielen von euch Probleme. Denn im Deutschen gibt es im Plural keinen Artikel, im Singular aber schon. Hier seht ihr noch nichts. Da werde ich jetzt zusammen mit euch etwas malen. Und zwar einen großen Punkt. Ich mache einen großen roten Kreis. Und dieser Kreis, oder vielleicht ist das auch eher ein Ei, sagen wir, das ist ein Kreis. Den male ich jetzt bunt aus. Ein bisschen braun, ein bisschen rosa, ich mache das noch größer für euch. Dann könnt ihr besser sehen, was ich male. Genau, also braun, rosa, grün, schwarz, noch einmal grün, Hautfarben, das ist die Farbe, die ich ungefähr auch in der Haut habe. In dieser Farbe ist auch meine Haut, wie ihr seht, ist auch meine Haut ungefähr dieser Farbe. Blau, das ist hellblau oder himmelblau, weil der Himmel, Gott sei Dank, meistens hell ist. Rot und lila oder violett. Wir sagen in Deutsch lila oder violett. Und welche Farben habe ich hier noch? Hier habe ich einen Filzstift. Das sind Buntstifte. Nicht die Buntstifte, sondern irgendwelche Buntstifte. Hier haben wir keinen Artikel. Buntstifte. Und das ist ein Filzstift. Der ist dunkelblau. Und jetzt nehme ich diesen einen Buntstift und schreibe hier hin ein Punkt. Ein Punkt. Das ist ein Punkt. Das hier ist ein Punkt. Und das könnt ihr euch gut merken, weil dieser Punkt springt. Der springt euch in euer Gesicht. Stellt euch vor, er springt in euer Gesicht. Er hüpft hoch und runter und bis in euer Gesicht. Und stellt euch vor, diese rote Farbe schmeckt nach Erdbeer. Das ist ein Punkt, der nach Erdbeer schmeckt. Und frisch wie Wasser ist. Ein Punkt, der frisch wie Wasser ist. Und das ist ein Punkt, der grün ist wie das Gras. Ein Punkt, der riecht wie ein grüner Wald. Und ein Punkt, der riecht wie brauner Zimt. Zimt riecht sehr lecker. Und dieser Punkt riecht wie Zimt. Stellt euch das wirklich vor. Je intensiver ihr euch das vorstellt,
Umso besser werdet ihr euch die Farben merken können und ihr werdet immer daran denken, dass das ein Punkt ist. Ein Punkt. Im deutschen Singular gibt es immer einen Artikel. Und ich kenne fast keinen Deutschlernenden, der da keinen Fehler macht. Also, wenn ihr das bisher falsch gemacht habt, ist das nicht schlimm. Aber wenn ihr nächstes Mal diesen Satz sagen wollt, ohne den Artikel, im Singular, im unbestimmten Singular, denkt an den Punkt, an einen Punkt, an einen bunten Punkt, voller Farben, mit vielen Geschmäcken. Er schmeckt nach Gras, nach Erdbeer. Er schmeckt noch nicht nach Zitrone. Gelb. Gelb habe ich aber auch. Also, damit dieser Punkt auch erfrischend nach Zitrone schmeckt, mache ich noch einen gelben Kreis um den Punkt. Jetzt ist das ein Punkt, der nach Zitrone schmeckt. Ein nach Zitrone oder Orange. In der Kamera sieht das eher orange aus. Schmeckender Punkt. Ein Punkt. Und jetzt kommen wir zum Plural. Das hier sind Punkte. Es gibt keinen Artikel im deutschen Plural, wenn es um unbestimmte Sachen geht. Das sind Punkte. Das könnten auch Menschen sein, die man von oben fotografiert. Oder das könnten auch bunte Elefanten sein. Stellt euch vor, wie sie laufen. Stellt euch vor, dass sie plötzlich groß werden und in euer Gesicht springen. Stellt euch vor, dass sie alle anfangen zu lachen. Und stellt euch vor, dass sie alle anfangen zu tanzen und zu hüpfen und zu springen und laut zu schreien. Wenn ihr euch das vorstellt, werdet ihr immer daran denken, dass das Punkte sind. Punkte. Und hier werde ich jetzt mit roter Farbe ein Kreuz machen. Hier kommt nichts hin. Das ist ein Punkt. Das ist sehr wichtig. Das ist ein Punkt. Und das sind Punkte. Oder Menschen. Oder Elefanten. Oder Gegenstände. Oder Tiere. Dann ist das ein Elefant. Oder ein Tier. Oder ein Mensch. Oder eine Katze. Oder eine Frau. Oder eine Tochter. Das ist immer eins. Eine, ein. Und wenn man den Satz grammatikalisch verändert, kann es auch sein, dass ich einen Punkt sehe. Das werden wir jetzt ausprobieren. Ich nehme einen anderen Stift und sage, das ist ein bunter Punkt. Und weil er nach vielen verschiedenen Dingen schmeckt, vielleicht auch ein leckerer Punkt. Und weil er nach Wiese und Wald und Zitrone riecht, vielleicht auch ein
Duften der Punkt. Ein duftender Punkt. Und das sind bunte Punkte. Bunte Punkte. Das sind bunte Punkte, die springen, bis sie bei euch auf der Nase sitzen. Bunte Punkte. Ein bunter Punkt. Und jetzt machen wir einen etwas komplizierteren Satz. Ich sehe einen Punkt. Ich sehe einen Punkt. Und wieder werde ich einen unterstreichen und ein Ausrufezeichen dahinter machen. Das ist ein Alarmzeichen, ein Ausrufezeichen. Das gibt einen Ausruf, das schreit, das sagt, vorsichtig, hier müsst ihr aufpassen. Ihr braucht immer den unbestimmten Artikel im Singular. Und hier ist der Satz einfacher, weil ich keinen Artikel habe. Ich sehe, oder wir können das auch mit braun machen. Das war ja nichts ganz besonders Wichtiges. Ich sehe bunte Punkte. Ich sehe bunte Punkte. Und ich habe noch eine Idee, wie ihr euch merken könnt, dass ein Punkt schwer und kompliziert ist, weil ihr den unbestimmten Artikel Singular verändern müsst. Einen, eines, einem, einer. Ja, aber das ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht wisst. Ich verrate euch ein Geheimnis. Deutsche Kinder haben in der Schule große Probleme damit. Und es gibt Erwachsene, die auch Probleme damit haben. Es kann sogar einem Professor passieren, dass er dabei einen Fehler macht. Also warum meinst du, dass du keinen Fehler machen darfst? Wenn du keine Fehler machst beim Deutschlernen, wirst du weniger lernen. Jeder Fehler, der dir unterläuft, hilft dir, dich besser zu erinnern und es beim nächsten Mal besser zu machen. Also keine Angst, mach die Fehler ruhig. Aber das hier wirst du jetzt immer richtig machen. Denn du weißt jetzt, dass dieser Punkt groß und schwer ist. Ich möchte gerne das Papier hochheben, aber ich schaffe das nicht, weil dieser Punkt kompliziert und groß und schwer ist. Ich kann ihn nicht hochheben, denn das ist ein bisschen kompliziert. Ich brauche den einen Artikel und der verändert sich ständig.
Deswegen ist auch dieser eine Punkt so bunt. Ein bunter Punkt. Weil dieser eine Punkt sich verändern kann. Der Artikel verändert sich. Aber die Punkte haben alle ihre eigene Farbe. Sie verändern sich nicht. Nein, sie bleiben immer gleich. Sie sind leicht. Und ich kann sie ganz einfach hochheben. Das Blatt ist so leicht, weil die bunten Punkte ganz einfach sind. Zumindest den Artikel brauche ich nicht verändern. Das hier, das ist eine andere Geschichte. Und die erzähle ich euch irgendwann einmal. Jetzt müsst ihr euch merken, dass ich einen schweren Punkt habe und einen schweren Elefanten, aber ganz leichte Punkte. Die springen und fliegen und wenn der Wind kommt, dann werden die einfach weggeweht. Deswegen muss ich die gut festhalten, weil die so leicht sind, dass die einfach verschwinden.